So, welcome this evening. We're meeting for a particular purpose, which is to honor the translation of the book Finding Freedom into Polish. Herzlich willkommen euch allen heute Abend. Wir treffen uns heute zu einem speziellen Anlass, und zwar ist das Buch Finding Freedom, also Freiheit finden, wurde übersetzt ins Polnische. And the translation was done by Bartek, who is translating this evening. Und die Übersetzung wurde von Bartek gemacht, der auch heute Abend übersetzt. So, in this book is about, finding freedom from the various limitations which land on our lives. Dieses Buch, da geht es, um Freiheit zu finden, Freiheit von den verschiedenen Begrenzungen und Beschränkungen, die unser Leben einschränken. Clearly, we would like freedom from suffering for ourselves and for all beings. Ganz klar hätten wir gerne Freiheit vom Leiden für uns selbst wie auch für alle anderen Menschen. And freedom from the impulsivity and habit formations which keep us engaged in work which produces more samsara. Und auch Freiheit von den ganzen Impulsen und diesen gewohnheitsmäßigen Handlungen, die uns daran festschreiben, auf Handlungen, die And of course, the root cause of suffering and all of the reified, strongly real experiences that we have arises from ignorance. Und natürlich ist der Urgrund des Leidens und all der anderen dinghaften Erfahrungen, die wir machen, die Wurzel davon ist Unwissenheit. In the Indian traditions, they describe our situation as being that of the manduka. In der indischen Tradition wird unsere Situation als Manduka umschrieben oder beschrieben. The manduka is a frog that lives at the bottom of the well. Und Manduka ist ein Frosch, der ganz unten in einem Brunnen lebt. He's very used to his surroundings. Er ist sehr gewohnt da, wo er ist. Da fühlt er sich zu He Hause. knows every brick in the wall. Er kennt jeden Ziegelstein, der die Wand des Brunnens He ausmacht. can jump from one side to the other. Er kann von einer Seite zur anderen hüpfen. He is king of his world. Und er ist der König seiner Welt. But of course, it's a very small world. Aber natürlich ist es eine sehr kleine Welt. But he doesn't mind because it's the only world he knows. Das macht ihm aber eigentlich nichts aus, weil das ist ja die einzige Welt, die er überhaupt kennt. This is a little bit like our situation. Und das ist so ein bisschen wie unsere Situation. Nowadays, we're fortunate because in better times we could travel, but we also have the media, so we have some knowledge about other situations and the ways different people live. Wir sind ja in einer glücklichen Situation. Früher konnten wir zwar reisen, aber jetzt durch die Medien haben wir auch Zugang dazu, wie Menschen in anderen Teilen der Welt leben. But we still tend to be located in the cultural assumptions that we grew up with, the ways of operation we had in our family of origin. Aber wir sind trotzdem häufig noch sehr festgeklammert oder verwurzelt in der Kultur, in der wir aufgewachsen sind, oder den Traditionen, die in unserer Familie. Even if we're not so happy with ourselves, somehow, well, I'm normal. Auch wenn wir eigentlich nicht so glücklich über uns selbst sind, fühlen wir uns doch ziemlich normal. And therefore, other people are abnormal. Deswegen sind natürlich andere Menschen eher unnormal. And that can become a barrier to taking risks and stepping out into new possibilities. Und das kann eine Barriere dafür bilden, nach außen uns zu öffnen und neue Möglichkeiten zu erforschen. So this book, Finding Freedom, is divided into 3 sections. Also das Buch Freiheit finden hat 3 Teile. The first is a translation of a classic
text, the Dhammapada. Die erste davon ist die Übersetzung eines klassischen Textes, der Dhammapada. The view is the Theravadan view. Und die Sicht dafür ist die Sicht des Theravada. In the sense that it's concerned with how we should live. Und zwar in dem Sinne, dass es geht darum, wie man leben It has soll. many different small chapters, all concerned with giving us advice about how to behave well in the world. Es hat viele kürzere Kapitel und die geben uns alle Ratschläge darüber, wie wir uns in der Welt verhalten. And this is also important, that there are certain structures which have definite consequences, and therefore we should do what is good and we should avoid what is bad. Und das ist auch wichtig. Und es gibt bestimmte Strukturen, die Konsequenzen haben. Und deswegen sollten wir uns bemühen, das zu tun, was gut ist, und das zu vermeiden, was nicht gut ist. Many of the chapters are concerned with discernment. In vielen der Kapiteln geht es um Unterscheidung. Being able to precisely and clearly evaluate the relative benefits of or disbenefits of taking particular paths. Und es geht darum, das genau zu ermessen, welche Vorteile oder auch Nachteile bestimmte Pfade haben. Das genau zu kalibrieren. We know that we have many different sets of criteria for evaluating the phenomena that arise in the world. Wir wissen, dass wir sehr unterschiedliche Maßstäbe haben, um die Dinge, die in der Welt passieren. The specific criteria which are evoked often depends on the nature of the situation. Und die genauen Kriterien, die wir anwenden, hängt häufig von der Wesenhaftigkeit der Situation selbst ab. So, for example, if you're out in the mountains and you're very thirsty and you come to a stream, you might want to drink. Also zum Beispiel, wenn man in den Bergen ist und man ist sehr durstig und dann kommt man auch zu einem kleinen Fluss, dann möchte man was trinken. But you don't know what's lying in the water further up the stream. Aber du hast natürlich keine Ahnung, was dem Wasser weiter oben im Fluss zugefügt wurde. So if I stay in touch with my thirst and I look at the water, also wenn ich in Verbindung bleibe mit meinem Durst und sehe mir das Wasser an, it's obvious that I should drink. Dann ist es ganz klar, dass ich trinken sollte. But if we climb a little bit further up the hill, we see, oh, there is a dead sheep lying in the stream. Aber wenn wir ein bisschen weiter nach oben klettern, sehen wir, dass, da ist ein totes Schaf, was im Fluss liegt. So the water that looked pure was maybe not so pure. Also das Wasser, das rein aussah, ist vielleicht nicht so rein. But because I'm very thirsty, I wanted it to be pure. Aber weil ich sehr großen Durst hatte, wollte ich ja, dass es rein sei. So the Dhammapada is helping us to explore whether we can establish a frame of reference which will be true under all circumstances. Der Dhammapada hilft uns dabei zu erforschen, ob es möglich ist, Kriterien zu entwickeln, die unter allen Umständen wahr und richtig sind. It's such a big question. How shall we live? Das ist so eine große Frage. Wie sollten wir leben? Now we have the question about the injections against the virus. Jetzt haben wir im Moment die Frage über Impfung gegen den Virus. Many countries are storing up extra supplies in order to protect their own citizens.
In vielen Ländern werden viele Dosen von Impfstoff aufbewahrt, um den eigenen. Although they know that there are many countries in the world where they have no medicine is available at all. Um den eigenen Leuten zu nützen, obwohl sie genauso wissen, dass in vielen Ländern der Welt überhaupt keine Impfstoffe oder Medizin vorhanden ist. When this is the case in Britain, where on the news again and again they report how many people have been injected today. Das ist so in Großbritannien. In den Nachrichten wird ständig wieder gesagt, wie viele Leute bislang geimpft wurden. The government celebrating almost everyone has been injected. Die Regierung feiert, dass fast alle jetzt geimpft sind. And inside that national frame of reference, the absence of injections for people in other continents doesn't impinge. Und wenn man in diesem Rahmen bleibt des Nationalismus, dann ist die Tatsache, dass in anderen Kontinenten kaum Impfungen stattfinden, nicht sehr relevant. So, on the one hand, it's very generous or even ethical to ensure that all the old people in Britain are injected and that the people who have health conditions and might need extra protection, that they get injected quickly. Also einerseits ist es ja sehr, sehr wohlwollend und weise, das zu sehen, dass die alten Leute oder die bestimmte Krankheiten haben, zuerst geimpft werden innerhalb des eigenen Landes. So then the question, well, how big a circle do I draw around myself? Und dann ist da natürlich die Frage, wie groß ist der Kreis, den ich um mich herum zeichne? In some cultures, they would say, draw a circle around the men. Men are more important than women. Inject the men first. In manchen Kulturen würde man sagen, zeichne einen Kreis um die Männer, denn die Männer sind ja wichtiger als die Frauen, deswegen sollten die zuerst geimpft werden. You can see that any specific criteria can be established as the main determinant. Also man kann sehen, dass alle möglichen Kriterien angewendet werden können, um zu sagen, das ist jetzt, was hauptsächlich wichtig ist. So the advantage of studying the Dhammapada is that it helps us to see the implicit assumptions that we bring to bear in any situation. Also und das gibt uns, also Studium des Dhammapada hilft uns dabei, die unterliegenden Annahmen uns die klar zu machen, die unsere Entscheidungen beeinflussen. And when we sit inside the comfortable competence of our assumptions, it can feel quite threatening to be challenged, really. Are you sure what you're doing is valid? Und wenn wir uns wohlfühlen in der Kompetenz unserer eigenen Annahmen, dann kann jemand, der das hinterfragt und sagt, naja, bist du dir ganz sicher, dass das stimmt, kann eine Bedrohung sein. Clearly, in modern capitalist economies, making a lot of money is often taken as a sign of success. Also ist ganz klar, dass in kapitalistischen Gesellschaften die Tatsache, wenn jemand viel Geld verdient, dass das als ein Erfolg, big house, big car, oh, that's the sign of a good life. Also als Erfolg gesehen wird, ein großes Auto zu haben, ein großes Haus zu haben, das ist ein gutes Leben. And when we see someone dressed in fine clothes, they seem to have an aura, a feeling tone of specialness about them. Und wenn wir jemanden sehen, der ganz schöne Kleider, tolle Kleider anhat, dann haben die so eine Aura, so ein Gefühl von was Besonderes sein. But are these valid criteria? Aber sind das wirklich Kriterien, die wichtig sind? Is wealth more important than kindness? Ist Reichtum wichtiger als Freundlichkeit? On one level, it seems obvious. Yes, we should be kind to everyone.
Auf der einen Seite ist das natürlich offensichtlich. Ja, natürlich sollten wir allen Wesen gegenüber freundlich sein. But then we have people like Bill Gates who made a lot of money. Und dann haben wir Leute wie Bill Gates, der sehr, sehr viel Geld verdient hat. And the general principle of capitalism, you don't make a lot of money if you pay people well. Und das Prinzip von Kapitalismus ist natürlich, dass man nicht so viel Geld verdient, wenn man Leuten, die für einen arbeiten, wirklich So gut. now he has his huge profit to go around saving the world. Und jetzt hat er seinen Riesenprofit, den er dazu nutzen kann, die Welt zu retten. Is he a capitalist exploiter or a very beneficent humanitarian? Ist er ein kapitalistischer Mensch, der alle ausnutzt, oder ist er ein sehr menschlicher, humanitärischer Diener? We have to think, okay, what are the basic principles that I want to use to organize my life? Also wir müssen uns überlegen, was sind die grundsätzlichen Prinzipien, nach denen wir unser eigenes Leben leben wollen. And this leads into the second section of the book, which is concerned with understanding the nature of karma. Und das führt über dann in den zweiten Teil des Buches, und darum geht es um das Verstehen von Karma. That the section's entitled Mistaken Identities. Und der Titel für diesen Teil ist Because in our life, in a particular situation, when we go to decide how to behave, fälschliche Identität. Denn in unserem Leben, wenn wir in einer bestimmten Situation sind und entscheiden, wie wir uns verhalten, our potential as a person is constellated into a particular formation by the options which are available to us. unser Potenzial als eine Person wird gehalten von bestimmten Umständen, die uns in der Situation And begegnen. so we come into a particular identity according to the circumstances. Also den Umständen nach werden wir oder formen wir uns in eine bestimmte So Identität. that if I feel, oh, you have insulted me, Also wenn ich jetzt denke, oh, du hast mich beleidigt, I feel hurt. dann fühle ich mich verletzt. It won't be the first time in my life. Das wird nicht das erste Mal in meinem Leben sein. So there are little bits of scar tissue from previous insults from the family, from school, and so on. Also von früheren Beleidigungen von der Familie oder in der Schule habe ich so kleine Narben, die noch übrig sind. So I could be in the identity of the one who is hurt. Also ich könnte in der Identität sein von der Person, die verletzt ist. Or I could go into an angry position in order to stand up for myself. Oder ich könnte ärgerlich werden und eine Position der Wut einnehmen, als jemand, der für sich gerade steht. These two positions embedded in my repertoire will bring me to come towards the other person in particular ways. Und die zwei beispielhafte Positionen, die Teil meines Repertoires sind, werden dazu führen, dass ich der Person vor mir auf eine bestimmte Art und And in Weise, that moment, und in dem if Moment, I'm maybe crying and I say, how could you treat me this way? wenn ich vielleicht weine und sage, wie konntest du das nur tun? Oder mir antun? Then I'm shaping myself into the interaction and giving myself an identity which your interpretation can build on top of. Dann füge ich mich ein in diese Art des Austausches und nehme eine Form an, die du dann auf bestimmte Art und Weise interpretieren kannst und darauf reagierst. When you see my pain, you might be upset about what it seems you have done to me. Wenn du meinen Schmerz siehst, dann könnte das sein, dass dir das sehr leid tut, was du mir angetan hast. You might apologize.
Es könnte sein, dass du dich entschuldigst. Or you might feel some contempt. Oh, James is so pathetic, weeping for nothing. Oder es könnte auch sein, dass du mich sehr abfällig ansiehst und sagst, ja, also And if my response is anger, you might be a little bit subdued by that. und wenn ich jetzt ärgerlich reagiere, kann sein, dass du da ein bisschen eingeschüchtert bist. Or you might feel that I'm a dangerous and unpleasant person. Oder es kann auch sein, dass du denkst, der James, der ist aber eine gefährliche Person And that in fact you are the victim because I'm now shouting at you. und dass du eigentlich das Opfer bist, weil ich dich anschreie. So in interactions, very different patterns of identity can congeal or settle quickly. Also in diesen Verhältnissen können verschiedene Muster der Interaktion können sich zusammenfinden und dann verfestigen, ganz schnell. And when the inner feeling of the mental interpretation of the situation is released into an active response to the other person, Und wenn dieses innere Gefühl, also wie man die Situation interpretiert, wenn dies aktiviert wird und mit der anderen Person ausagiert wird, the openness of the possibility in the first moment when I experienced your comment to me, dann wird diese Offenheit der Möglichkeiten vom ersten Moment, also als ich is now being closed down as I come towards you with my strong response. Also als ich zuallererst deinen Kommentar aufnahm, das wird ganz eng mit meiner Antwort verbunden. Alle Möglichkeiten werden ausgeschlossen. That is to say, in expressing myself, I abandon a lot of myself. Und das heißt, indem ich Ausdruck finde, lasse ich ganz viel von mir selber zurück. So one finger is not the whole hand. Ein Finger ist nicht die ganze Hand. But generally speaking, one finger has quite a message. Aber im Allgemeinen gesagt hat ein Finger eine große, schwere Nachricht. Because you get an interpretation onto how the person is. Denn man hat ja eine Interpretation dafür, wie diese Person ist. The response takes 5-10 seconds to come out. Die Antwort, der Ausdruck dauert 5 oder 10 Sekunden. But it's very easy to take it as a kind of X-ray of the truth of the person. Aber das ist ja sehr leicht, es wie so eine Röntgenaufnahme der wahren Person, mit der man spricht, zu verstehen. Oh, now you've shown me what you're really like. Ah, jetzt zeigst du mir, wie du wirklich bist, wer du wirklich bist. I've got your number. Ah, jetzt habe ich dich gesehen, jetzt verstehe ich. So, in this section, which is it's a translation of a text called The Sharp Weapon Wheel. Und in diesem Text, der ist eine Übersetzung eines Textes, der heißt Der scharfe Waffenrad. The explanations of how karma operates are designed to open up a wider perspective on the seeming truth of the moment. Und die sollen dabei helfen, eine offenere Perspektive zu gelingen auf das, was wir in diesem Moment als Wahrheit erleben. Karma, it's a very common word now. People use it in European languages, but essentially it means action or activity. Karma, das ist ja ein Wort, das sich auch in allen europäischen Sprachen eingefunden hat und was Leute sehr häufig benutzen, aber eigentlich heißt es Handeln. And the key thing about activity is that it brings into form a limited amount of the potential which was available before the activity started. Und das Wichtige an Handeln ist, dass das eben dem einen ganz begrenzten Teil der Möglichkeiten Form gibt.
Also all diese Möglichkeiten, die da waren, davon wird etwas geformt. Before I act, there are different pathways. Bevor ich handle, gibt es verschiedene Pfade, verschiedene Möglichkeiten. But my action is limiting the formation of, you could say, myself or my tendency. Aber meine Handlung limitiert davon eben meine oder gibt Form für und meinen Tendenzen, meine Art und Weise zu handeln. For example, if I go out into the park to eat my sandwich at lunchtime, Also wenn ich zum Beispiel nachmittags in den Park gehe und and I sit down on a bench beside you, und ich setze mich neben dir auf eine Bank. maybe we speak, maybe not, but anyway, it's quite peaceful. Vielleicht unterhalten wir uns, vielleicht nicht, aber das ist eigentlich ist egal. Ist And ganz then you get up to go away, und dann gehst du um wegzugehen. and I notice that your wallet is left on the seat. Und dann fällt mir auf, dass deine Börse auf dem Sitz da geblieben ist, auf der Bank. Should I call after you and invite you to come back and collect your wallet? Sollte ich dich rufen und dir sagen, hier ist deine Geldbörse, hol die doch dir zurück? Should I slip the wallet over to me and put it in my pocket? Sollte ich die Börse einfach langsam mir selber I can aneignen? be ethical or unethical. Ich kann ethisch handeln oder unethisch. Both pathways are wide open, Beide Pfade sind weit offen. but as soon as action arises, as soon as I either call to you or hide the wallet, Aber sobald gehandelt wird, also sobald ich dich rufe, entweder dich rufe oder mir die Geldbörse nehme, then the shaping of my body in my gesture towards you is shaping my inner terrain as well. dann das Formen meines eigenen Körpers in der Geste dir gegenüber formt mich dann auch innerlich. I find myself hiding your wallet and putting it into my pocket or my bag. Ich finde mich darin, entweder die Börse zu nehmen und die in meiner Tasche zu verstecken. I'm glad that I've done that. Und dann bin ich froh, dass ich das gemacht habe. I have won. Ich habe gewonnen. I'm the winner and you are the loser. Ich bin der Gewinner und du bist der Verlierer. And I'm happy with that. Und das freut mich. The sense of satisfaction or alignment with the outcome of the action seals that particular orientation as something more essential of me. Die Zufriedenheit oder die Befriedigung mit dieser bestimmten Handlung oder der Richtung dieser Handlung versiegelt das Ganze als etwas, was mich ausmacht. Yeah, I'm the kind of person who can do that. Ja, ich bin die Art von Person, die sowas machen kann. Yeah, I can live with that. That's me. I don't mind. Ja, damit kann ich gut umgehen in mir selbst. Das ist ganz in Ordnung. I don't want you to know that I've done this. I certainly don't want the police to know that I've done this, but for myself, I don't mind. Also ich will natürlich nicht, dass du erfährst, dass ich das gemacht habe. Und ich will ganz sicher nicht, dass die Polizei das erfährt, aber für mich selbst ist es ganz okay. So in this way, a tendency becomes massaged into myself as part of my core repertoire of actions which express who I am. Und auf diese Art und Weise wird eine Tendenz als etwas bestärkt und als ein Teil meiner selbst, meines Repertoires davon, wer ich bin, anerkannt und gefestigt. Why have I decided to steal rather than to help you find your wallet again? Warum habe ich mich dafür entschieden zu klauen, statt dir das Portemonnaie wiederzugeben?
I might think, oh, maybe in my childhood I wasn't given enough love and attention. Ich könnte ja denken, dass ich in meiner Kindheit nicht genug Liebe und Aufmerksamkeit empfangen habe. I would go to school and see all the nice things that other people had and which my parents didn't give me. Ich würde zur Schule gehen und sehen, wie die anderen Kinder ganz viele tolle Sachen hatten, die meine Eltern mir And nicht therefore, hatten. due to the bad behavior or the meanness of my parents, I developed an envious attitude towards the world. Und dieser Neid, der ist entstanden daraus, dass meine Eltern geizig waren oder sich mir kleinmütig gegenüber verhalten haben. So it's not surprising that I would have to look after myself. No one else is looking after me. Also das ist ja kein Wunder, dass ich mich selbst um mich selbst kümmern muss, denn sonst macht das ja keiner. This way of thinking is not uncommon in the world. Diese Art des Denkens ist nichts Ungewöhnliches in der Welt. I justify what I do by saying it's not my fault. I'm only doing like this, acting this way as a reaction to the circumstances that shaped me. Ich handle auf diese Art und Weise und sage dann, na, ist ja nicht meine Schuld, es ist nur eine Reaktion auf die Umstände, die mich geformt haben. However, in the text, pointing out again and again that the tendencies which manifest in a situation like the impulse to steal have their origin in my own previous activity. Aber in dem Text wird immer und immer wieder darauf hingewiesen, dass die Quelle meiner Handlung, wie die ich gerade beschrieben habe, in meiner With eigenen many examples. It's a very beautiful text, many beautiful examples. He points out, I am the author of my own destiny. dass das in meinen eigenen früheren Handlungen liegt. Und in diesem sehr schönen Text wird immer darauf hingewiesen, immer wieder in vielen Beispielen, dass ich der Autor meiner eigenen Identität There bin. is no one else to blame. Es gibt keinen anderen, den man für schuldig halten kann. What arises for me in this life is my share. Was für mich in diesem Leben auftaucht, ist mein Teil des My Lebens. portion, my luck. Meine Portion, mein Glück. It is the consequences or the fruition of my previous actions ripens as myself and the environment I relate to. Also die Konsequenzen von meinen früheren Aktivitäten reifen in mir selbst und der Situation, wie ich sie um mich wahrnehme. So my karma is not just my luck in relation to me. Also mein Karma ist nicht nur mein Glück in Beziehung auf mich selbst, Whether I'm healthy or sick, whether I am able to do well at school or not. ob ich gesund bin oder leicht krank werde, ob ich gut in der Schule bin oder vielleicht nicht. But my parents are my karma. Aber meine Eltern sind mein Karma. The school I go to is my karma. Die Schule, zu der ich gehe, ist mein Karma. My boss at work is my karma. Mein Chef auf der Arbeit ist mein Karma. I have this boss because of the particular patterning of the tendencies which arise for me. Ich habe diesen Chef wegen den verschiedenen Musterungen, die für mich auftauchen, die Tendenzen. And this is because ordinarily we see subject and object as mutually exclusive, back to back. Und das ist normalerweise sehen wir Subjekt und Objekt als sich einander ausschließend, als nebeneinander dastehend. But in fact, subject and object are linked together and always moving. Aber eigentlich tatsächlich ist es so, dass Subjekt und Objekt miteinander verbunden You sind don't have an object without a subject. You don't have a subject without an object. und immer in Bewegung sind. Es gibt kein Subjekt ohne ein Objekt und kein Objekt ohne You ein don't Subjekt. have an inside without an outside. Man hat kein Innen ohne ein Außen zu haben. You don't have an other without a self. Man hat nicht das andere ohne ein Selbst zu haben.
That is to say that the field of experience includes what I call self and what I call other. Und das heißt, das Feld des Erlebens fasst sowohl das andere oder und auch was ich mich selbst nenne ein. So the root of karma is twofold: not seeing how I actually am, Also and die, secondly, imagining that I am in a particular way. also die Wurzel von Karma hat zwei Teile. Einerseits nicht zu sehen, wie ich wirklich bin, und zweitens mir vorzustellen, ich sei etwas Bestimmtes. So if the open, all-inclusive field, or what's called the Dharma Dhatu, is obscured for me because I'm focused on detail, Also wenn dieses offene, alles umfassende Feld, den Dharma Dhatu, für mich verschleiert ist, weil ich mich auf so viel Detail konzentriere, then my starting point is me. I'm here and you're out there. dann ist mein Anfangspunkt hier, ich. Ich bin hier drin und ihr seid draußen. I may like you, I may not like you, but I certainly am not you. Es kann sein, dass ich dich mag oder nicht mag, aber es ist ganz You klar, are you because you're not me. ich bin nicht du und du bist nicht ich. I am an autonomous individual. Ich bin ein autonomes Individuum. I stand apart. Ich stehe alleine. I look at the world across a distance of perspective. Ich sehe mir die Welt an über eine Distanz, über eine Perspektive. This gives me a sense of individual identity. Und das gibt mir ein Gefühl für meine Individualität, meine Identität. I see different options. Ich sehe verschiedene Möglichkeiten. I feel the freedom to act. Ich fühle mich frei zu handeln. But I'm acting in relation to how the environment appears to me. Aber ich handle auf eine Art und Weise, je nachdem, wie das Umfeld für mich So if we go back to the example of the bench in the park, also zurück zu dem Beispiel der Parkbank. I see the wallet on the bench. Ich sehe das Portemonnaie auf der Bank. And it feels to me as if the wallet is making me take it. Und es fühlt sich so an oder scheint mir so, als würde die Geldbörse mich dazu auffordern, sie If zu you saw a nehmen. gold coin lying on the ground, you want to pick it up. Wenn du eine Goldmünze auf dem Boden liegen siehst, dann willst du sie aufheben. The object made me do it. Das Objekt machte das, dass ich das mache. I'm innocent. Oh, ich bin ganz unschuldig. So in terms of my ego, I want to say, oh yes, I make my own decisions. I am my own person. Also im Sinne für mein Ego will ich sagen, naja, ich bin ganz unabhängig. Ich mache meine eigenen Entscheidungen. But actually, because the subject and object are tied together in a dynamic movement, Aber weil ja eigentlich Subjekt und Objekt dynamisch miteinander verbunden sind, in Bewegung sind, the site of control or impulse can seem to be sometimes in the object and sometimes in the subject. der Punkt, wo Kontrolle oder Impuls stattfindet, kann manchmal im Objekt zu liegen scheinen und manchmal im Subjekt. And both are my world. Und beide sind meine Welt. This is very important in relation to Tantra and Dzogchen and Mahamudra that we'll look at a little bit later. Und das ist sehr wichtig, auch in Bezug auf Dzogchen und Mahamudra und Tantra, die wir ein bisschen später ansehen. As long as I'm thinking that I am living in the skin bag, I am somebody apart, So, then I'm establishing a false sense of fixity and stasis. solange ich denke, dass ich in diesem Hautsack zu Hause bin und etwas Abgetrenntes bin, dann etabliere ich einen falschen Sinn für etwas Festes oder Statisches. Actually, I'm in pulsation with the world.
Na, eigentlich bin ich ja im Pulsieren mit der Welt begriffen. And this pulsation is not separate from the object which is pulsing with me. Und dieses Pulsieren ist nicht getrennt von dem Objekt, das mit mir pulsiert. So whatever is arising for me, the weather, whether there's war, whether there's famine or plenty, however the situation is, this is the ripening of the seeds or the causes I have planted in the past. Also was auch immer für mich erscheint, sei es Krieg oder sei es Hungersnot oder was auch immer es ist, dies ist das Reifen von Samen, die ich selber in der Vergangenheit gepflanzt habe. So if, according to this idea, because subject and object are born together and always moving, Und nach dieser Idee, weil ja Subjekt und Objekt verbunden sind und immer sich bewegen und when I adopt the idea, me first, I'm the important one, wenn ich dann die Idee habe, dass ich sollte zuerst sein, ich bin wichtiger, this closed self-identification is a violence against the truth of the world. diese geschlossene Identifikation ist eine Gewalttat der Wahrheit der Welt gegenüber. And on the basis of this rejection of the other, I take your wallet and I feel happy. Und auf der Grundlage dieses Zurückweisen der Wichtigkeit des anderen nehme ich deine Geldbörse und bin ganz zufrieden. You're nothing to do with me. Mit dir habe ich ja nichts zu tun. Now, if you imagine that cameras and mirrors didn't exist, Und wenn man sich vorstellen würde, dass Kameras und Spiegel nicht existieren würden, how often would you see your own face? wie häufig oder wie oft würde man sein eigenes Gesicht In sehen? fact, you see the faces of other people all the time. Aber tatsächlich sieht man ja die Gesichter anderer Menschen die ganze Zeit. You are my world. Ihr seid meine Welt. So, if you are my world, do I want you to be smiling at me or angry with me or scowling at me? Also wenn ihr meine Welt seid, will ich, dass ihr mich anlächelt oder dass ihr finster hineinschaut oder mir böse seid? This is a basic inquiry which should be entered into by all people who decide to live together. Das sollte eigentlich eine Recherche sein, die alle Menschen, die miteinander leben wollen, sich mal angucken sollten. Because if I want to enjoy the sweet moment of pointing out your faults, Denn wenn ich den süßen Moment genießen möchte, in dem ich dich auf deine Fehler hinweise, and now you're looking at me with a completely angry and unpleasant face, und jetzt schaust du mich an mit einer sehr ärgerlichen Miene und wirklich siehst nicht mehr schön aus, I'm now stuck looking at your face. dann bin ich jetzt in dieser Situation gefangen, dass ich dein Gesicht And that anschaue. happens a lot in marriages. Und in Ehen findet das sehr häufig statt. Because the other and the self are not two separate things. Denn der andere und man selbst sind nicht zwei verschiedene Dinge. So, from the Mahayana Buddhist point of view, when we think about may all sentient beings be happy, Also von der Mahayana-Sicht aus gesehen, wenn wir so denken wie mögen alle anderen Wesen glücklich sein. I will work for the benefit of all beings. Ich werde mich einsetzen für das Wohlsein aller Wesen. This is on one level altruistic, Das ist auf der einen Seite ist das altruistisch, but your happy face will make me happy. aber dein frohes Gesicht wird mich froh machen. Your sour face will not make me happy. Dein bitteres Gesicht wird mich nicht froh machen. So universal happiness is happiness that I have and you have.
Also universales Glück ist Glück, das du hast und das ich habe. This is a win-win situation. Das ist eine Situation, auf der auf beiden Seiten gewonnen wird. But if I start with myself Aber wenn ich mit mir selbst and I anfange want to win, und ich will gewinnen, then I want to win over you. dann will ich ja über dich gewinnen. So my winning is dependent on you losing. Deswegen wird mein Gewinn ist ja mit deinem Verlieren verbunden. And your losing makes me happy because I won. Und dein Verlieren macht mich froh, denn ich habe ja gewonnen. Because I don't want to care about you. Denn ich will mich ja nicht um dich kümmern müssen. But my life is co-emergent with yours. Aber mein Leben taucht gemeinsam mit deinem auf. So this is a very central Buddhist understanding, dependent co-origination. Also das ist bedingtes Entstehen, das ist ein zentrale buddhistisches Verstehen. My life is not a little island that I live on. Mein Leben ist nicht eine kleine Insel, auf der ich lebe. My body is not a fortress that I live inside. Mein Körper ist nicht My body is a site of participation into the world I share with others. nicht eine Burg, auf der ich mich verstecke, sondern es Partizipation mit den anderen findet durch meinen So Körper statt. suffering arises from ignorance and attachment. Leiden kommt auf durch Unwissenheit und durch Anhaftung. Ignoring the fact that self and other arise from the same ground Nicht sehen oder nicht sehen wollen, dass dasselbe und das andere gemeinsam aus dem gleichen Grund auftauchen, that you, as I experience you, arise due to causes and conditions, dass du oder so wie ich dich erlebe, durch Bedingungen entstehst and I, as I experience myself, arise due to causes and conditions. und dass ich, so wie ich mich erlebe, auch durch Bedingungen entstehe. So neither you nor I have some fixed, definite essence of personal identity inside us. Also weder du noch ich haben eine feste Essenz in uns, die uns definiert. How I am depends on you. Deswegen ist, wie es mir geht, hängt von dir ab. I am not autonomous. Ich bin nicht autonom. The delusion of autonomy is the basis for the accumulation of karma. Die Täuschung der Autonomie ist die Grundlage für das Because Entwickeln. even if I say I will work for the benefit of all beings, Denn sogar wenn ich sage, ich will zum Wohle aller arbeiten, there is me and there's other beings. und da bin ja ich, und dann sind da andere Wesen. I want to help them, Ich will denen helfen and they are not me. und sie sind nicht ich. So there is a mood of warmth or inclusion towards the other, but at the same time, there is an affirmation that I am not them. Also es gibt eine Stimmung der Wärme oder des auf jemand anders zugehen, aber gleichzeitig wird bestätigt, dass ich nicht sie bin. So in Buddhism, there's certainly in Mahayana Buddhism, there's a slight suspicion around talking too much about love and kindness. Im Buddhismus, also insbesondere im Mahayana-Buddhismus, da ist ein bisschen, wenn man zu viel über Liebe oder Freundlichkeit redet, das wird ein bisschen verdächtig angesehen, als verdächtig angesehen. What can I do to make you happy? Was kann ich tun, um dich glücklich zu machen? That sounds quite generous. Das hört sich doch sehr großzügig an.
but it doesn't dissolve the basic separation of subject and object. Aber es löst ja nicht diese grundlegende Trennung von Selbst und anderen auf. And of course, if I'm offering to do something good for you, Und wenn ich jetzt anbiete, etwas Tolles für dich zu tun, there's also a slight self-referential gain in this. dann bezieht man sich ja auch ein bisschen wieder auf sich selbst zurück und gewinnt da was von. Oh, what a good person I am Ach, to do such a thing. was bin ich für ein toller Mensch, sowas Gutes zu tun. So even kindness and compassion and generosity can increase the sense of the autonomous subject. Sogar Freundlichkeit und Großzügigkeit kann also diesen Sinn für uns als unabhängige Wesen verstärken. So in the second part of this middle section, the author is highlighting that in order for compassion and pure intention to arise, we have to dissolve the delusion of being a separate ego self. Also im zweiten Teil dieses mittleren Kapitels erklärt der Autor ganz deutlich, dass um wirklich Freundlichkeit und Mitgefühl, dass die auftauchen, müssen wir die Trennung zwischen Selbst und anderen auseinander. So it's a very, very interesting account of how to free oneself to be oneself without being oneself. Also dass diese Trennung auflösen. Und es gibt ja eine interessante Geschichte, wie man sich selbst sein kann, ohne diese Idee von sich selbst zu haben. Because all the Buddha's teachings go in the same direction. Denn all die Lehren des Buddha gehen ja in die gleiche Richtung. Whenever there is reification, solidification, objectification, it generates the sense of inherent existence. Wenn immer etwas dinghaft gemacht wird oder als Objekt gesehen wird oder als unabhängig gesehen wird, dann wird diese Trennung stärker, selbst und andere. And the true existence in the person can also be projected out into the country. Und die wahre Existenz des eigenen Wesens kann ja auch projiziert werden in das Land hinein. So you might think, oh, the Crimea, this belongs to Russia. Also dann könnte man zum Beispiel sagen, die Krim gehört Russland. Or it belongs to Ukraine. Oder gehört zur Ukraine. Both countries believe that it belongs to themselves. Beide Länder glauben, dass es die Krim ihnen gehört. So the person with the bigger gun and the person who is happier to shoot first, they get the country. Also die Leute mit den größeren Gewehren und die gerne schneller schießen, die kriegen das Land dann. This is a particular understanding of ethics. Das ist eine bestimmte Auslegung der Ethik. We trace it back to Machiavelli. Und die führt sich auf Machiavelli zurück. That might is right. Macht hat Recht. Or as Mao Zedong said, power grows out of the barrel of a gun. Oder wie Mao Zedong auch sagte, Macht wächst aus einer Kanone heraus. And not just power, but ownership and entitlement. Aber nicht nur Macht, sondern auch Besitzer sein oder sich für etwas zuständig fühlen. Tibet belongs to China. Tibet gehört China. 20 years ago, you used to see on the people's cars little stickers of Free Tibet with the Tibetan flag. Vor 20 Jahren sah man noch auf den Autos so kleine Aufkleber, wo drauf stand Free Tibet.
But that's gradually faded away because clearly, functionally, Tibet is part of China. Aber das ist immer mehr verblasst, denn also von der Funktion her oder wie es so praktisch aussieht, gehört Tibet jetzt an als When the ego as a self-referential function manifests into the world in an individual body or in a national identity, it causes trouble. wenn das Ego als eine Instanz, die sich nur auf sich selbst bezieht, wenn die in der Welt agiert, ob als sich selber oder als Nationalstaat, dann Because when the ego feels entitled, denn wenn das Ego denkt, es hat jetzt Recht und es hat Recht, etwas zu nehmen, this is a feeling of unimpeded movement. da kommt dann unbeschränkte Bewegung, geht And dann this is a nice feeling. und das ist ein schönes Gefühl. And the enjoyment of that feeling gives us a sense, oh, I could expand a little bit more. Und da wir Freude haben an diesem Gefühl, können wir das Gefühl haben, oh, jetzt könnte ich mich ja auch noch ein bisschen größer machen. And if I expand and feel comfortable and you have to shrink and don't feel so comfortable, oh, that's your luck. Aber und wenn ich mich ausweite und mich ganz froh und freudig dabei fühle und wenn du ein bisschen schrumpfen musst, naja, das ist dein Problem oder dein Glück. So in this text, the sharp weapon wheel is pointing out that when your gaze is fixed just on this situation, which you think you can define, this moment, which you think you can define, you're likely to act unwisely. Also in diesem Text, den scharfen Waffenrat, dann wird gesagt, dass wenn du dich halt nur auf diese Situation beziehst und die so begrenzt siehst, dann wirst du wahrscheinlich sehr unweise handeln. So this sharp weapon wheel, like a big old cart wheel with blades on the outside, rolls around and comes back. Also dieses scharfe Waffenrad, das ist wie ein altes Rad eines Wagens, der Klingen When you do something towards another person, you may feel you throw something over to them. Das rollt weg und kommt auch zurück. Also wenn man jetzt einer anderen Person was zufügt, dann hat man das Gefühl, da was hinzuschmeißen, aber es kommt auch zurück. But this Dharma teaching is saying, what you throw is a boomerang. Denn diese Dharma-Lehre sagt, was du wirst, ist ein Bumerang. It comes back to you. Es kommt auch auf dich wieder And the zurück. strange thing is, when it comes back to you, you forgot that you ever threw it. Und das Merkwürdige ist, dass wenn es wieder auf dich zurückkommt, dann hast du schon vergessen, dass du Because it was thrown in some previous lives. dass du es selber geworfen hast, denn das war in einem früheren Leben. So this brings us to this question of rebirth and many different existences. Also das bringt uns zur Frage von Wiedergeburt und den verschiedenen Existenzen. Buddhism has never been concerned with just one life. In Buddhismus ging es nie nur um ein einzelnes Leben. Both for the energetic or ethical reason of the nature of karma. Also teilweise wegen der energetischen oder ethischen Implikationen von Karma. So the saying would be, if you want to know about your actions in your previous life, look at your body now. Da wird also gesagt, zum Beispiel, wenn du etwas über deine Handlungen in früheren Leben wissen willst, dann schau dir deinen jetzigen And if you want to know about your body in a future life, look at your actions now. Und dann, wenn du etwas über deinen Körper in einem nächsten Leben wissen willst, dann schau dir die jetzigen Cause and effect turn like a great wheel. Bedingungen und die Wurzeln kommen. Sooner or later, the effect comes back. Der Effekt kommt irgendwann früher oder später auf dich zurück. With our modernist onward and upward orientation in Western culture, in westlichen Kulturen haben wir eine moderne
Einstellung davon, dass es immer aufwärts und vorwärts geht? There was a lot of confusion at first as to whether one should believe in climate change. Da gab es zuallererst sehr viel Verwirrung, ob man den Klimawandel ernst nehmen soll und daran glauben soll. Now, of course, what we do has some consequences, but science will find a solution. Capital will find a solution. Ja, was wir tun, hat natürlich Konsequenzen, aber die Wissenschaft und Kapital wird irgendwie schon Lösungen finden. But now we start to see more, actually, the consequences of our actions come back to us. Aber jetzt sehen wir, dass die Konsequenzen unserer Handlungen auf uns zurückkommen. And because we were careless in the time of the cause, und obwohl wir als die Bedingung geschaffen wurden, haben wir nicht Acht gegeben. When the time of the result starts to manifest, we're not sure how to relate to it. Und deswegen wissen wir nicht, also wenn es jetzt um die Resultate geht, die auftauchen, wissen wir nicht, wie wir uns darauf beziehen sollen oder damit umgehen sollen. Should we ban coal-fired electricity generating stations? Sollten wir Kohlekraftwerke ausschalten? Well, in some countries they say, well, we are entitled to use this because these Western European countries, they've done it for a long time, over 100 years. And now why shouldn't we do it? We've had coal, we want to get electricity. It's our turn. Also manche Länder sagen ja, naja, natürlich, wir sollten das benutzen dürfen, weil die westlichen kapitalistischen Länder haben das ja über Jahre und Jahre benutzt und warum sollten wir jetzt das nicht tun? Wir brauchen ja auch Strom, wir sollten uns dann Kohle nehmen können. You guys ate the big meal and now you want to shit on us. Ihr Leute habt die große Mahlzeit gegessen und jetzt wollt ihr uns auf uns schalten. This is not fair. Das ist nicht fair. So when you think in this way, the Buddhist notion of cause and effect becomes very difficult to understand. Also wenn man auf die Art und Weise denkt, dann ist diese buddhistische Idee von Bedingung und Effekt sehr schwer zu verstehen. In this shared field of experience, in diesem von uns allen geteilten Feld der Erfahrung, all actions have an impact for self and for other. Haben alle Handlungen, die wir machen, eine Auswirkung auf selbst und andere. And so we need to examine, do I exist? What does it mean to say I exist? Und deswegen müssen wir überprüfen, existiere ich? Was bedeutet das? Ich existiere. You exist. Du existierst. I look at your image and I say, oh, you exist. Ich sehe mir dein Bild an und sage, naja, du existierst. Well, if I look at your image, I say, oh, you are Bartek, you live in Poland. Und wenn ich mir dein Bild angucke, denke ich, ja, du bist Bartek, du lebst in Polen. So when we start to study Mahayana Buddhism, we say, no, this is your mother from a previous life. Wenn wir Mahayana Buddhismus studieren, dann sagen wir, nein, das ist deine Mutter von einem früheren Leben. We have been connected for a very long time. Wir sind in einer sehr, sehr langen Zeit sind wir schon verbunden. And how you are and how I am are already connected. Und wie du bist und wie ich bin, sind schon miteinander verbunden. Since you have been my mother and done so much for me, how can I say I don't care how your life is? Und wo du meine Mutter warst und mir so viel Gutes zugefügt hast, wie kann ich jetzt sagen, das geht mich nichts an, wie dein Leben ist? Imagine if that point of view was to be taken up by politicians and economists. Stellt euch nur vor, wenn diese Anschauung von Politikern und Ökonomen aufgenommen würde. And especially when you have the teachings in a traditional way, they say towards everyone, towards all other sentient beings, you exist as a debtor. You are in debt to them for what they have done.
Und insbesondere, wenn, wie es ja ausgedrückt wird in der Lehre, dass allen anderen Wesen gegenüber steht man in der Schuld. Man hat eine Schuld abzutragen. Life begins with obligation. Das Leben fängt an mit Pflicht. This is a very different way of proceeding from starting with entitlement. Das ist eine ganz andere Art und Weise, als wenn man das mit Rechten oder Berechtigungen angeht. So there is a lot of very interesting reflection in the middle section. Also in diesem mittleren Teil sind sehr, sehr viele interessante Reflexionen. And the final part is a collection of short Dzogchen texts. Und der letzte Teil ist eine Sammlung von kurzen Dzogchen-Texten. Dzogchen, we are concerned with the relation between what manifests and the ground of the manifestation. Im Dzogchen geht es darum, die Beziehung zwischen dem Urgrund und dem, was aus dem Urgrund erscheint. The first two parts of the book are highlighting for us that everything is experience. Die ersten zwei Teile des Buches weisen uns darauf hin, dass alles Erfahrung ist. If you relax out of the delusion of there being separate, self-existing entities, Wenn man aus der Täuschung sich heraus entspannt, dass es separate, abgetrennte Wesenheiten sind, you start to see that everything is moving together as an emergent field. dann sieht man, dass sich alles gemeinsam bewegt als ein auftauchendes Feld. There is this revelation or disclosure of this moment in its completion. Dieser Moment wird enthüllt in seiner Vollkommenheit. And the basis for that is our mind. Und die Grundlage dafür ist unser Geist. When we first study these things, it's a bit of a headache because we have so many different ideas of what the mind is. Und wenn wir das zuerst uns damit befassen und das zu studieren, kriegt man schon mal Kopfschmerzen, denn wir haben so viele Ideen davon, was denn der Geist ist. So in Buddhism, the mind is never referring to the mental activity of the brain. Also im Buddhismus geht es, wenn man über den Geist spricht, nie über die mentale Aktivität des In Gehirns. Dzogchen in particular, we sit and relax and open, and then we look for the mind. In Dzogchen insbesondere sitzen wir und entspannen uns und öffnen uns und halten Ausschau nach The dem Geist. looker, who is used to looking out, turns to look at the looker. Derjenige oder diejenige, die schaut, die es gewohnt ist, nach außen zu blicken, guckt zurück. Who is the one who is here with thoughts and feelings and memories? Guckt zurück auf die blickt. Wer ist denn hier mit Gedanken, mit Gefühlen und Erinnerungen? So our normal or habitual or cultural orientation is to think I am the subject and I look out at the object. Also unsere normale, gewohnheitsmäßige Haltung ist oder Richtung ist, denken wir, ich bin das Subjekt und ich gucke nach draußen auf das Objekt. And we take it for granted that the subject exists and the subject is me. Und für uns ist das ganz selbstverständlich, dass das Subjekt existiert und das bin ich. I see this, I want this. Ich sehe das, ich will dies. But when we sit in a relaxed way and allow thoughts and feelings to move and then try to just find out who is the thinker, who is the feeler. Also wenn wir sitzen dann auf entspannte Art und Weise und lassen unsere Gefühle und Gedanken sich bewegen und blicken dann zurück. Wer ist dieser Denker? Wer ist der Fühler? Does this thinker have a shape, a color?
Hat dieser Denker eine Form, eine Farbe? Is it recognizable? Is it like an apple or a tree? Ist es etwas Erkennbares wie ein Apfel oder ein Baum? We can describe apples, we can describe trees. They have characteristics, color, size, and so on. Wir können ja Äpfel und Bäume beschreiben. Die haben ja bestimmte Merkmale wie Farbe oder Größe und so weiter. If I look for my mind, can any of these identifiers or signs or categories, can they find anything in the mind which they can define or fix? Wenn ich auf meinen Geist blicke und ich sehe diese Kategorien und diese Merkmale, können die an irgendetwas sich festmachen und dadurch meinen Geist beschreiben? So again and again and again, we look and look and look. Also wieder und wieder und wieder schauen wir, schauen wir, schauen wir. We're not looking with a dogmatic conviction, Wir schauen uns nicht an mit irgendeinem Dogma oder einer Überzeugung. because if you start with an axiom or a conceptual belief, Denn wenn man damit anfängt, mit einer Idee, die man von etwas festhält als wahr, and you construct a particular interpretation, und eine bestimmte Interpretation aufbaut, konstruiert, then you can look at your construct. dann kann man sich dieses Konstrukt auch ansehen. It is not intrinsic, Es ist nicht innewohnen, inhärent. it is artificial. Es ist künstlich. You have put it together. Du hast es zusammengebaut. This is the basis of Western philosophy. A lot of thinking and the development of models and systems. Das ist die Grundlage westlicher Philosophie. Ganz viel Denken und Modelle und Systeme entwickeln. Thinking gives rise to thinking. Aus Gedanken werden weitere Gedanken geboren. Is the mind just a thought? Ist der Geist nur ein Gedanke? So, the more you look, you get a direct clarity. The mind is not a thing. Je mehr du siehst, umso mehr bekommst du eine direkte Klarheit. Der Geist ist nicht ein Ding. It's not like anything. Es ist nicht wie irgendetwas. Ungraspable and yet always generous, always showing this infinite variety of appearances. Nicht greifbar, aber sehr großzügig immer wieder diese ganzen unterschiedlichen Erscheinungen aufzeigend. These appearances arise in the space of the mind. Diese Erscheinungen tauchen auf in dem Raum des Geistes. When I look for the height of the mind or the extent of the mind, I don't find any limit. Wenn ich mir die Höhe des Geistes ansehe oder die Ausweitung des Geistes, finde ich keine Grenze. The more we look and look, we see the mind is infinite. Je mehr wir schauen und schauen, sehen wir, der Geist ist Now, this is very strange if you think, yeah, but I'm just me, I'm this one person. Das ist sehr merkwürdig, weil ich bin ja nur ich bin ja nur diese eine Person. How can my mind be infinite? Because I'm just me. Wie kann mein Geist unendlich sein? Denn ich bin ja nur ich. You're starting from an axiom, from a fixed belief that you know who you are. Du hast diese grundlegende Überzeugung, dass du weißt, wer du bist. So you are a very bad scientist. Also du bist ein sehr schlechter Wissenschaftler. You're bending the facts to support your hypothesis. Du nimmst dir die Tatsachen und verbiegst sie, um deiner Hypothese zu passen. We're going to put the hypothesis into question. I exist. Diese Hypothese, ich existiere, werden wir erstmal in Frage stellen. My mind exists. Mein Geist existiert. Okay, let's see. Let's look again and again.
Also lass uns sehen, gut, lass uns hinschauen, immer und immer wieder. Various conclusions about the mind arise. Bestimmte Schlussfolgerungen über den Geist tauchen auf. Sometimes it seems to be resting in a sensation. Manchmal scheint es, als würde das in einer bestimmten, Sometimes like a feeling. in einer Empfindung oder einem Gefühl ruhen. The encouragement is always don't do anything with that. Just stay with the conclusion which has occurred. Und die Ermutigung ist dann immer, mach da gar nichts mit, bleib einfach bei dieser Schlussfolgerung, die aufgetaucht ist. And then we find that this wonderful truth, this great conclusion has dissolved and vanished. Und dann sehen wir, dass diese wunderbare Schlussfolgerung einfach sich wieder auflöst. Concepts are impermanent. Ideen sind ohne Bestand. The contents of my mind, my thoughts, memories, feelings, and so on, they're also all impermanent. Die Inhalte meines Geistes, meine Gefühle, meine Gedanken, meine Erinnerungen sind auch ohne Bestand. And yet I'm here. Und trotzdem, hier bin ich. If I describe to you how I am, wenn ich beschreibe, wer ich bin, the thoughts and feelings and words that arise in this moment are dissolving just as soon as they manifest. Die Gefühle und Worte, die in diesem Moment auftauchen, werden wieder aufgelöst im nächsten Moment, sobald sie auftauchen. Each of these formations of myself or ingredients of myself Jede dieser Formationen, has no self-substance. Jede dieser Formationen oder dieser Inhaltsstoffe meiner selbst haben keine wirkliche Substanz. Myself is constituted out of aspects of appearance which have no self. Mein Selbst besteht aus Inhaltsstoffen, die kein Selbst haben. And the more we sit with this, the more we see this directly. Oh, everything is the movement of the energy of potential. Und je länger wir damit sitzen und je mehr wir das direkt sehen, sehen wir, dass alles die Bewegung der Möglichkeiten des Potenzials ist. The basis is the ungraspable mind. Der Urgrund ist der nicht greifbare Geist. It's described as primordially pure. Und der wird als von Anfang an rein. It doesn't exist as anything that could take a mark from something else. Es existiert nicht als etwas, was irgendwie berührt oder markiert werden kann von irgendwas. Because it doesn't stand in relation to something else. Da es ja nie in Beziehung zu irgendetwas anderem steht. And yet, it's not a dull, empty void because it's always full of images, appearances, sounds, and so on. Aber das ist trotzdem keine Leerheit, die leer oder unwirklich ist, weil es ja immer wieder experience, appearances, sound, color are undeniably manifesting, but as the manifestation of the potential of the empty mind. Also die Erscheinungen tauchen ohne jede Frage immer und immer wieder aus, aber sie manifestieren Each moment of manifestation is just this. Als Potenzial des Geistes. Jeder Moment ist einfach nur dies. Undeniably this. Ohne Zweifel dies. But ungraspable. Aber nicht greifbar. So we can't compare this to that. Also können wir nicht dieses mit jenem vergleichen. Because this as this is vanishing. Denn dies als dies verschwindet. Now, I might formulate a concept of this. Also ich kann vielleicht eine Vorstellung von diesem mir bilden.
And I might formulate a concept of that. Und ich kann mir vielleicht auch eine Vorstellung von jenem bilden. I felt happier yesterday than today. War gestern glücklicher, als ich es heute bin. We take it for granted that we make these kind of statements. Diese Art von Aussagen, die nehmen wir als ganz selbstverständlich hin, dass wir die machen können. If you go to see the doctor and you have a pain in your back, they might say, was it worse last week? Is it getting better? Wenn man zum Arzt geht und man hat Rückenschmerzen, dann fragt der Arzt vielleicht, wird es besser? Ist es besser als letzte Woche? Now, pain is insistent. Also Schmerz ist ja etwas, was ganz It klar impacts us. It's undeniable. Also das ist gar nicht leugnbar, dass das da But ist, ganz direkt. It's difficult to catch it. Aber es ist trotzdem sehr schwer, es zu greifen. There, and yet, what will I say about it? Es ist da, aber was kann ich darüber sagen? So, when you tell the doctor about your symptom, he's thinking about the concepts that you've used, about the image you have created about your illness or your sickness. Also wenn man dem Doktor seine Symptome erzählt, dann benutzt er das, um das in seine Vorstellungen und seine Ideen über unsere Krankheit einzubauen. He's going to take your temperature. Die werden also unsere Temperatur messen. So he looks at the thermometer. Sieht also das Thermometer an. What does he look at the thermometer with? Womit schaut sich das Thermometer an? His eyes? Mit seinen Augen? 5%. 5%. With his concepts, 95%. Aber 95% mit seinen Ideen und Vorstellungen. Like that. He knows the average range of the temperature of a healthy adult body. Also so, er weiß ja, was so normal wäre in einem erwachsenen This is his Körper. frame of reference. Also wenn man gesund ist, das ist ein Rahmen, in dem man sich It's a bezieht. series of concepts. Das ist eine Idee, eine Vorstellung. Well, because we have Celsius system, we have Fahrenheit system, we have various ways of categorizing temperature. Also wir haben ja Celsius oder Fahrenheit, wir haben ja verschiedene Arten und Weisen, wie man Temperatur kategorisiert. They're not the same. Die sind nicht dieselben. They are conventional categories. Das sind konventionelle Kategorien. The actual, the immediate, the direct is not a concept and cannot be caught by concepts. Das, was tatsächlich da ist und sofort wahrnehmbar ist, kann nicht durch Vorstellungen und Ideen gefangen So werden. the function of meditation in Dzogchen is to give ourselves a space to release our intoxication with concepts. Also die Funktion der Meditation innerhalb des Dzogchen ist, uns selber einen Raum zu verschaffen, in dem wir unsere Vorstellungen loslassen können. Concepts themselves are empty. Vorstellungen selber sind leer. You use a word and it's gone. Man benutzt ein Wort und dann ist es weg. But they become toxic when we believe that the concept tells the truth. Aber wenn wir denken, dass unsere Vorstellung die Wahrheit sagt, dann werden sie giftig. Concepts move the patterning of the field of experience. Vorstellungen bewegen die Musterung unserer Erfahrungsfelder. According to how you analyze things or name them or categorize them, different patterns appear. Je nachdem, wie man sie analysiert oder beschreibt oder zusammenfasst, zeigen sich ja unterschiedliche Muster. So when we see that concepts do not actually establish anything as truly existing, Also wenn man sieht, dass unsere Ideen ja nicht als etwas tatsächlich Existierendes etablieren, then we can relax into enjoying the spontaneous movement of the potential of the ground. dann können wir uns entspannen und die spontane Bewegung dessen, was sich aus dem Urgrund zeigt, genießen.
And because the ground of this experience is open and without limit, Und weil der Urgrund dieser Erfahrung ja offen ist und ohne Begrenzung, if we rest in this openness, we find that the flow of experience is without any cessation. und wenn wir in dieser Offenheit ruhen, sehen wir, dass der Fluss dieser Erfahrung unaufhörlich ist. And that I, me, myself, am part of the flow of experience. Und dass ich oder mich oder ich selbst Teil des Flusses dieser Erfahrung bin. I'm not separate from it. Ich bin nicht getrennt davon. I'm not the owner of it. Ich bin nicht der Besitzer davon. I'm not in charge of it. Und ich habe keine Kontrolle drüber. I'm part of the movement of life, which is the display of the energy of the ground. Ich bin Teil des, was auftaucht und erscheint, nämlich der So, Energie this des is just a Grundes. very brief introduction to some of the aspects of the book. Also das ist jetzt einfach eine kurze Vorstellung über einige Aspekte des Buchs. When you look deeply into these three aspects, although formally they look rather different, actually they're pointing in the same direction. Wenn man sich diese drei Aspekte zusammen ansieht, also obwohl die formell unterschiedlich aussehen, weisen die auf das Gleiche hin. Now the book is, the translation is finished and the book is being almost ready for printing. Jetzt ist die Übersetzung fertiggestellt und geht It jetzt should bald be in den available in a month or two. In 1-2 Monaten sollte es zur Verfügung stehen, kaufbar sein. Is there any, how can people get hold of it once it's published? Is there a site for them to go to? I mean, we'll advertise it on the website when we know. Auf der But Webseite werden is wir there sagen, somewhere people can? wo das käuflich erwerbbar ist. Okay, if you do that, yeah. In Polen nehme ich mal an. Good, thank you. So it's in English and now it is in Polish and it should be in German maybe by around the end of the year. Also in Deutsch wird das auch vielleicht bis Ende des Jahres erhältlich sein, im Moment in Englisch und Polnisch. So the books become available. Also das Buch ist jetzt zu haben. The real question is, are we available to absorb what is in the book? Die große Frage, also das Buch ist erhältlich, sind wir erhältlich dafür, was in dem Buch Books on the bookshelf collect dust. Bücher auf dem Regal sammeln Books ja massaged into the heart generate merit. Bücher, die in unser Herz massiert werden, führen zu And Verdienst wisdom. und Weisheit And freedom. und Freiheit. So giving ourselves at least some time to study and practice is very important. Also uns selbst etwas Zeit für die Studium und für Praxis zu geben, ist sehr wichtig. As we see with the spread of this COVID virus, life patterns can change very quickly. Wie wir mit dem Ausbreiten des Coronavirus sehen können, können sich die Muster des Lebens sehr schnell verändern. When we develop some understanding of the Dharma and some practice that brings us close to that, we gain a real treasure that can remain with us even when the outer world becomes turbulent. Wenn wir etwas verstehen, das Dharma entwickeln und wirklich etwas innerlich in uns da auch Wurzeln hat, dann können wir, selbst wenn die Welt turbulent ist, können wir daraus uns nähren. So, thank you to Bartek for translating the book.
Vielen Dank, Bartek, dass er das Buch übersetzt hat. Okay. And thank you to the translators this evening. And very soon we have the last question and answers before the summer break. Und vielen Dank an die Übersetzer heute Abend und sehr bald, bis nächste Woche, haben wir nochmal Fragen und Antworten. So, I wish you a very good evening. Ich wünsche euch allen einen guten Abend. Well, bye for now. Bye-bye. Lovely people. Bye-bye. 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 Bye-bye, James. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye, James. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye.